Hello, 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 my dear friend. Hallo, 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 meine lieben Freunde. You know, the consequences of us being man-pleaser are very, very high. Wenn wir Menschen gefällig sind, sind die Konsequenzen für uns sehr hoch. You know, many times we know we should actually position ourselves and we don't because we're too afraid. Oft wissen wir, dass wir Stellung beziehen sollten und wir tun es nicht, weil wir zu sehr Angst haben. You know, Jesus said, don't be afraid of those who can kill the body but cannot kill the soul. Jesus sagte, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. You know, it is incredible how much value we put upon people who have no power over us. Es ist so unglaublich, wie viel Wert wir in Leute legen, die über uns keine Macht haben. I mean, if they kill my body, they have no power over us because I'm going to go and be with Jesus. Wenn sie meinen Körper töten, haben sie keine Macht über mich, denn ich werde bei Jesus sein. You know, I've done so many weddings in my Christian ministry. Während meinem christlichen Dienst habe ich so viele Trauungen gemacht. I've done weddings in, I think, 1, 2, 3, 4, I don't know, a few nations of the world. Ich habe in einigen Nationen auf der Welt Trauungen gemacht. I just did one a couple of weeks ago here in Brazil from our church. Vor einigen Wochen habe ich eine hier in Brasilien in unserer eigenen Kirche gemacht. And as far as I remember back, since I've been young, I've always given the same advice. Soweit ich mich erinnern kann, seit ich jung war, habe ich den Eheleuten immer den gleichen Rat gegeben. I sat down with a couple and I told them this. Ich setzte mich mit dem Paar zusammen und sagte Folgendes. I said, guys, listen, it is your wedding. Leute, hört, es ist eure Hochzeit. It's not your mother-in-law, your father-in-law, or your mother and father's wedding. Es ist nicht die Hochzeit von eurer Schwiegermutter, von eurem Schwiegervater oder von eurem Vater und eurer Mutter. It's yours. Es ist eure Hochzeit. So do not even try to please anybody at this wedding. Versuch es nicht einmal an dieser Hochzeit, irgendjemandem zu gefallen. You know, and I remember many times couples were actually shocked. Und ich erinnere mich, dass die Paare oft schockiert waren. What do you mean, don't try to please anybody? We have to consider our relative. Was meinst du damit, niemandem zu gefallen? Wir müssen unsere Verwandten berücksichtigen. And I explained to them, I said, don't. Ich erklärte es ihnen und sagte, mach das nicht. I tell you why. Ich sage dir warum. Because one day you will look back and you will be upset about your wedding because you didn't even have the wedding that you wanted. Denn eines Tages wirst du zurückschauen und dich über deine Hochzeit ärgern, weil du nicht einmal diese Hochzeit hattest, die du haben wolltest. I said, second reason, Der zweite Grund, you know, there's no way you're going to please every single person that's coming to your wedding. ihr werdet auf keinen Fall jede Person zufriedenstellen, die bei eurer Hochzeit dabei ist. Thirdly, Drittens, you have a husband, you have a wife. du hast einen Ehemann, eine Ehefrau. You two are going to continue to live together. You're not going to live with all the people who are coming to your wedding. Ihr beide werdet zusammenleben und nicht mit all den Leuten, die an eurer Hochzeit waren. You know, and usually people really understood that, and that's actually how they did their wedding. Und normalerweise haben sie es verstanden und so haben sie ihre Hochzeit gestaltet. So I even said to these people, Ich habe ihnen sogar gesagt, don't even dare to think to please me. wagt es nicht einmal daran zu denken, mir zu gefallen. I said, you can do a wedding that in my opinion is completely stupid. Ihr könnt eine Hochzeit machen, die in meinen Augen völlig blöd ist. I will honor it, I will respect it, and I will make the best wedding possible happen. Ich werde sie ehren, respektieren und die beste Hochzeit auf die Beine stellen. But don't try to be a man pleaser. Aber versuch es nicht, den Menschen gefällig zu sein. You know, I remember one couple that just would not take my advice. Ich erinnere mich, dass ein Paar einfach nicht auf meinen Rat hören wollte. They did everything to please all of their relatives, Sie taten alles, um allen Verwandten zu gefallen. especially the non-Christian relatives. Im Speziellen den Verwandten, die keine Christen waren. Do you know what? Weißt du was? The wedding ended up in such a disaster. Die Hochzeit endete in einem solchen Desaster, I mean, such a disaster, solch ein Desaster, that at the very wedding, the bride cried. dass die Braut
auf der Hochzeit weinte. You know, I remember I sat with them many years later in their house. Viele Jahre später saß ich mit ihnen zusammen in ihrem Haus. And the wife then said to me, Reinhard, even today when I look at the wedding picture, I just burst out into tears. Die Ehefrau sagte, Reinhard, noch heute, wenn ich die Hochzeitsfotos anschaue, breche ich in Tränen aus. Listen, the fear of man is a terrible trap. Hör zu, die Menschenfurcht ist eine schreckliche Falle. Nothing that you ever do must be motivated by pleasing man. Nichts, was du je tust, darf von Menschenfurcht motiviert sein. It must be motivated by pleasing the Lord only. Es muss davon motiviert sein, nur dem Herrn zu gefallen. You know, if you do anything motivated by pleasing the Lord, you will always walk in love because God is love. Wenn du irgendetwas tust, motiviert, dem Herrn zu gefallen, wirst du immer in Liebe wandeln, weil Gott Liebe ist. But you will not be manipulated by people. Aber du wirst nicht von Menschen manipuliert werden. No, I've met so many pastors. Ich habe so viele Pastoren getroffen, They live to please their congregation die dafür lebten, ihrer Gemeinde zu gefallen. for many different reasons. Aus vielen verschiedenen Gründen. They are afraid for whatever reason people would leave the church. Sie haben Angst, aus welchen Gründen auch immer, dass Menschen die Kirche verlassen. There's something even worse than that. Es gibt etwas, was noch viel schlimmer ist. I've seen so many pastors Ich habe so viele Pastoren gesehen, who had rich people in their congregation die in ihrer Gemeinde reiche Leute hatten, who put a lot of money into that church. die viel Geld in diese Gemeinde steckten. And the pastors were so desperate to please these faithful givers. Und die Pastoren waren so verzweifelt darum bemüht, diesen treuen Gebern zu gefallen. You know, this makes no sense. Dies macht keinen Sinn. In fact, I think it's dangerous Ich denke, dass es gefährlich ist. because now these pastors can be bought. Denn jetzt können diese Pastoren gekauft werden. Think about this. Denk darüber nach. You know, and I know what it feels like. Und ich weiß, wie es sich anfühlt. Because trust me, I was a real man pleaser. Vertraue mir, ich war ein Mensch, der richtig Menschenfurcht hatte. Thank God that he confronted this issue in my own heart. Gott sei Dank, dass er dies in meinem eigenen Herz konfrontiert hat. And thank God that he brought me to a place Und Gott sei Dank, dass er mich an den Punkt brachte, where at the end of the day, I put my head on the pillow. an dem ich am Ende des Tages meinen Kopf auf das Kissen lege. And my question is, Und meine Frage ist, Lord, have I pleased you today? Herr, habe ich dir heute gefallen? And if I have, Und wenn ich es habe, I really don't care what people think. dann kümmere ich mich nicht darum, was die Menschen denken. Now, I don't live displeasing people. Ich lebe nicht, um Menschen zu missfallen. But if serving Jesus means I've displeased thousands of people all over the world, I honestly don't care. Aber wenn Jesus dienen bedeutet, dass ich Tausende von Menschen auf der ganzen Welt verärgert habe, ist mir das ehrlich gesagt egal. Because I understand what Paul said. Weil ich verstehe, was Paulus sagte. If I seek to please man, I cannot be a servant of Christ. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. That's a very serious statement. Das ist eine sehr ernste Aussage. So if you are a man pleaser, you have to conquer this terrible enemy of the soul. Wenn du Menschenfurcht hast, wenn du den Menschen gefallen willst, musst du diesen schrecklichen Feind deiner Seele besiegen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.